Heute habe ich nochmal einen absoluten Anfängertipp für euch. Und zwar geht es um Nähmaschine einfädeln. Da tun sich viele am Anfang schwer. Inzwischen gibt es bei vielen namenhaften Herstellern auch die Markierungen auf der Nähmaschine, die einem immer wieder helfen sollen, die Nähmaschine richtig einzufädeln. Das finde ich sehr sinnvoll, aber es hat ja nicht jeder eine neue Nähmaschine und es hat auch nicht jeder eine, wo die Markierungen jetzt halt drauf sind. Und deswegen möchte ich euch da heute einen Tipp geben, damit es euch einfacher fällt, die Nähmaschine mal wieder einzufädeln, weil das ist ganz, ganz oft am Anfang das Problem, dass die Leute oft sagen, so, meine Nähmaschine funktioniert schon wieder nicht und die knüttelt und die macht dies und die macht jenes. Es ist meistens tatsächlich ein Bedienerfehler, es tut mir leid. Ja, das ist dann wieder nicht richtig eingefädelt. Also wenn ihr sowas auch habt, einfach mal Oberfaden, Unterfaden neu machen und meistens liegt es am Anfang wirklich daran. Entschuldigung. So, wenn eure Nähmaschine sowas jetzt nicht haben sollte, dann gebe ich euch hier halt einen Tipp. Und zwar habe ich jetzt hier, wie ihr schon seht, so Markierungen drauf gemacht. Ich möchte natürlich nicht meine Maschine verschandeln, deswegen habe ich jetzt hier immer Tesastreifen drunter geklebt. Ja, wenn ihr das irgendwann mal nicht mehr braucht oder die Nähmaschine verkaufen möchtet, dann zieht ihr die einfach ab. Und eurer Nähmaschine ist nichts passiert. Ja, also einfach Tesastreifen und dann, ich hatte hier so einen CD-Marker, ne, aber ein normaler Edding geht wahrscheinlich auch, wenn er noch schön spitz ist und so. Und dann schreibt ihr euch hier einfach, ich versuche das mal in die Kamera zu halten, schreibt ihr euch hier einfach den Pfad auf. Ja, also hier ist die 1, die geht hier durch, geht hier rüber, ja. Dann die 2, geht ja hier runter in der Spannungsscheibe. Hier unten wieder hoch und dann ganz wichtig, das vergessen auch ganz viele Anfänger immer, dass hier dieses Ding existiert, ja. Das kommt immer hoch und geht runter, je nachdem, wo die Nadel gerade steht, auf welcher Position, ja, oben oder unten. Und das könnt ihr mit dem Handrad immer hochdrehen, weil das wird total oft vergessen, aber das ist der Fadengeber und die braucht ihr natürlich ganz dringend. Da muss auf jeden Fall der Faden durch, deswegen habe ich hier nochmal so rauf und runter und habe hier nochmal so eine Markierung hingemacht, dass ihr wirklich dran denkt, der muss da durch eine Öse durch. Das nützt nichts, wenn ihr einfach hoch und runter zieht und der ist da nicht durch. Dann ist der quasi doch hier unten. Ne? Also dann ist der von 2 gar nicht hoch, sondern der ist einfach nur 2 und runter. So. Ne? Und dann kann das halt gar nicht funktionieren. So. Und wenn ihr das dann gemacht habt, hoffe ich, das hilft euch viel weiter. Ich meine, ihr könnt das natürlich hier unten zur Nadel hin auch noch fortführen und so. Aber das sind jetzt, sage ich mal, die wichtigsten Schritte. Und vor allen Dingen dieser hier, die oft vergessen werden einzufädeln. Und dementsprechend funktioniert das dann nicht. Was ich aber auch noch für einen Tipp habe, ist, auch ich als alter Hase kann mir das ehrlich gesagt nicht von Maschine zu Maschine, weil ich sitze ja an verschiedenen auf der Arbeit und hier und dann Haushaltsnähmaschinen und Industrienäher und diese und jene, Knopflochautomat und so weiter. Kann ich mir das nicht merken, unbedingt, welche Maschine jetzt immer wie rumspult. Auch da einfach einen Tesastreifen hier hinkleben, der die Richtung weist, ja, dass der Faden hinten liegen muss oder dass der Faden zum Beispiel vorne rum liegen muss. Einfach so eine kleine Schnecke aufmalen und schon wisst ihr immer Bescheid, wie rum die spult. Ja, das wäre mein Tipp für euch für heute. Ich hoffe, Anfängern hilft er gut weiter. Ich denke schon und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!